Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus Mk4. Im heutigen Video geht es darum, wie man Lack ausbessert bei einem Steinschlag. Falls euch solche andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Also, was passiert? Ja, beim Autowaschen vor längerer Zeit schon ist mir aufgefallen, dass ich vorne in der Motorhaube einen relativ großen Steinschlag habe. Blende ich euch jetzt mal ein, wie das Ganze aussieht. Der muss natürlich irgendwie repariert werden. Einfach nur A, weil es optisch direkt auffällt, weil er relativ groß ist. Und B, natürlich, damit es dort nicht anfängt zu rosten. Und ja, ich weiß, es gibt viele YouTube-Videos, die ihr euch anschauen könnt, wo man das professioneller macht. Man muss zuerst mal das Ganze natürlich schleifen, machen, tun, grundieren und. Da kann man das komplette Portfolio natürlich ausspielen. Macht man oder würde ich machen, wenn das jetzt irgendwie ein langer Strich wäre. Da kann man dann natürlich jetzt nicht schön tupfen oder so punktuell was Ganze setzen. Hier ist es tatsächlich eher so ein 3 mm Durchmesser großer Macken, der korrigiert werden soll. Sprich, ich jetzt für meinen Teil erspare mir einfach diese ganze Schleiferei und, weil es dort an der Stelle, wo auch direkt der Knick ist, einfach keinen Sinn macht, das Ganze so zu machen. Falls euch das Ganze interessiert, schaut euch da gerne andere YouTube-Videos an. Da gibt es klasse Leute, die das super erklären und Schritt für Schritt zeigen, wie man das Ganze denn in Anführungszeichen richtig macht, um auch größere Stellen tatsächlich so zu kaschieren, dass man so gut wie nichts mehr sieht. Aber hier in unserem Fall ist es zum Glück nur eine ganz kleine Stelle. Ich habe mir hier den entsprechenden Lack besorgt. Wie immer verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und auf meiner Internetseite. Bei mir ist es halt Desert Island Blue, so heißt die Farbe, beziehungsweise Dynamic Blau Metallic. So nennt Ford diese Farbe hier von meinem Auto. Ich habe mir das Ganze bestellt, wie schon erwähnt, und das kommt dann mit 2 Flaschen. Das eine ist die Farbe und das andere entsprechend der Klarlack. Hinzuzufügen ist natürlich, wenn ihr solche Ausbesserungen macht, obwohl vielleicht die Farbe, der Klarlack bzw. der Lack hier komplett der richtige ist, wird es eine minimal andere Farbe haben, weil natürlich die Farbe auf dem Auto aufgesprayt worden ist, und hier bringen wir die Farbe natürlich mit einem Pinsel an. Und allein das macht schon einen großen Unterschied aus. Bei so einer kleinen Stelle jetzt nicht massiv, nein, aber bei einer größeren Stelle wundert euch nicht, dass die Farbe hier im Nuancenbereich einfach minimal anders ist. Also, ich zeige euch jetzt, wie man das Ganze denn hier bei mir ausbessert, bzw. wie ich es ausgebessert habe. Zuallererst also die Flaschen gut schütteln. Hat man die Flaschen gut geschüttelt, machen wir zuerst mal die Stelle gut sauber, damit sie frei von Fett, Dreck ist, aber natürlich auch schön sauber ist, damit der Lack auch hält und vor allem auch trocken ist. Ist das Ganze geschehen, können wir das Ganze mit dem Pinsel, der sich in der Flasche befindet, einfach auftupfen. Hier schaut ihr, dass ihr wirklich nur dort das Ganze auftupft, wo auch tatsächlich der Schaden ist, also nicht das Ganze größer macht, als es eigentlich ist. Falls euch der Pinsel jetzt zu groß ist und eure Stelle minimal kleiner ist, könnt ihr natürlich gerne einen Zahnstocher verwenden. Mit dem Zahnstocher dann einfach das Ganze anbringen. Ist das Ganze erledigt? Kurz warten, bis das Ganze zumindest mal bei mir leicht angetrocknet ist. Wie ihr gesehen habt, es sind mehrere Schichten bei mir beschädigt worden. Ich überpinsel das jetzt einfach noch ein zweites Mal, damit die Schicht dicker wird und auch in Anführungszeichen diese Kuhle da einfach schön glatt ist. Ist das Ganze erledigt, warten wir jetzt 45 Minuten, so steht zumindest mal in der Anleitung, bis das Ganze komplett getrocknet ist, und dann können wir den Klarlack drüber aufbringen. Und ist das Ganze erledigt, sieht das Ganze dann auch schon so aus. Viel besser, fällt auch nicht wirklich auf, kostet auch nicht die Welt und vor allem ist es jetzt geschützt vor äußeren Einflüssen und es fängt nicht an zu rosten. Ja, das war es wie immer zu einem neuen Thema bei unserem Ford Focus. Falls euch das Ganze gefallen hat, wie immer, Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, und ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!